Hi, there are some English subtitles for this video, so if you don't speak German, better use them. So, zurück zur Muttersprache. Also, es wird mal Zeit, dass mal wieder was kommt. Ja, ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Kommen wir am besten erstmal zu den schlechten Nachrichten, damit es vielleicht doch noch ein bisschen interessanter zum Ende wird. Die Frage war ja, fahre ich bei der IRC? Ja, nein. Kurze Antwort, einfach wurde nichts draus. Also jetzt speziell für die ganze Saison der IRC. Das liegt daran, was auch verständlich ist von den Veranstaltern, dass ich zu wenig echte Roadracing-Erfahrung vorweise und deswegen halt auch mit eine Gefahr erstmal darstellen würde, vor allem beim Start und sowas. Speziell heißt das jetzt eigentlich nur, ich habe ein bisschen zu wenig echte Roadracing-Erfahrung dafür. Ist sehr verständlich, keine Frage. Ja, das heißt aber jetzt nicht, dass ich kein Roadracing oder sowas das Jahr betreiben kann, sondern nur ein bisschen weniger und ein bisschen weniger Fahrzeit habe. Aber ich werde trotzdem fahren können. Deswegen ist das jetzt eigentlich halb so wild. Also es werden genau die gleichen Videos kommen. Tendenziell ein bisschen langsamer werde ich sein, wegen weniger Fahrerfahrung. Aber ja, Hauptsache ich kann fahren. Was ist jetzt genau geplant? Also erstmal hier seht ihr meine schöne, also nicht meine Garage, aber so sieht das auf jeden Fall bei Motanio aus. Nicht sehr professionell und auch nicht sehr sauber. Ja, fehlt mir leider einfach der Platz für, aber Hauptsache ich kann ein bisschen was machen. Ja, ich fahre erstmal sicher jetzt 13. 14. Mai fahre ich jetzt Matted. Das heißt, dafür muss ich schon das Motorrad fertig machen. Und jetzt kommt danach am 1. Mai der DLC am Nürburgring auf der Grand Prix Strecke. Das steht auch schon sicher fest. Also wer da irgendwie Bock hat zu kommen, welche Box wir haben, gebe ich dann noch durch. Also könnt ihr ruhig vorbeikommen, zuschauen, mal Hallo sagen oder sowas. Bin ich auf jeden Fall jederzeit für bereit. Also beziehungsweise hätte ich Bock, wenn da jemand irgendwie vorbeikommen würde von euch oder so mal Hallo sagen würde. So, jetzt seht ihr vielleicht schon, das ist meine R6. Was zur Hölle ist das hier? Das hier ist auch eine, wow, you don't say, das ist auch eine R6, aber sie gehört mir. Ja, sie gehört mir auch. Wie kommt das jetzt zustande, dass der Azubi, 21 Jahre alt jetzt, wie kann ich mir das leisten? Sagen wir es mal so, erstmal, wie konnte ich mir überhaupt das mit der Nordschleife leisten und sowas? Das war einfach so, ich hatte ein Studium mal angefangen, Biotechnologie, Nanotechnologie, das hatte ich dann abgebrochen und war dann arbeiten. Und von dem Geld konnte ich mir das dann so ein bisschen leisten, aber halt auch nur so in einem gewissen Rahmen, weil ich zu Hause gelebt habe. Jetzt habe ich halt die Ausbildung angefangen und mir steht jetzt weniger Geld zur Verfügung. Trotzdem habe ich jetzt auf einmal so ein Motorrad. Wie kann das sein? Also, das klingt vielleicht jetzt dumm. Also ich habe nicht im Lotto gewonnen, aber es ist gar nicht mal so verkehrt. Ich habe fast im Lotto gewonnen und zwar, vielleicht war ja jemand von euch bei der Intermod in Köln und da gab es ein Motorrad zu gewinnen, eine Kawasaki W800 und ja, so dumm es klingt, ich habe dieses Motorrad gewonnen. Das Motorrad ist viel zu schade, um in meinen Händen zu sein. Das wäre echt, ja, das passt halt nicht zu meinem Fahrstil. An der Stelle danke an Tourenfahrer, an das Magazin für das Motorrad. Ich habe es für einen sehr netten Preis weiterverkauft. Also da hat sich die Person auch sehr gefreut. Hier Grüße an Julia, falls du das siehst. Von dem Geld konnte ich mir dann dieses Motorrad hier kaufen. Das kam alles erst vor kurzer Zeit, deswegen danke erstmal da an die Leute, die mich auch generell unterstützt haben, auch finanziell ein bisschen unterstützt haben. Das war echt super, hat mich riesig gefreut. Ehrlich, hier danke an alle, die das gemacht haben und auch generell danke an euch. Hier zum Beispiel auch viel Spaß, Marki Motovlogger, dich wollte ich auch noch benennen, mit meinem Lenkungsdämpfer. Viel Spaß mit dem Ding. Das Motorrad kennen vielleicht sogar ein paar Leute. Das ist von Matthias Kettner oder Kette auch gesagt. Hoppala. So, hier erstmal vielen lieben Dank an dich, Kette.
Du hast mir echt noch einiges beibringen können und super geiles Motorrad. Also mit der Maschine, ich freue mich echt riesig, das Ding zu fahren. Bin ich natürlich noch nicht, konnte ich noch nicht fahren. Ja, stimmt, was ich dazu sagen wollte. Ich hatte ja ein Facebook-Video schon gebracht und sowas. Da hatte das Motorrad doch orangene Streifen. Ja, das war so, ich hatte auch erst das Orangene mit der Arrow Komplettanlage, jetzt mit der Krapovic. Sagen wir es mal so, die Fahrerin, ja, an ihr lag halt was an dem Motorrad und dann kamen wir halt auf die Idee, komm, wir wechseln das Motorrad gegen das Motorrad von Matthias Kettner, was halt für mich auch ganz positiv kam, weil hier noch ein paar Teile dran sind, wie der Zusatzkühler und so. Moment, der Zusatzkühler, den ich halt gut gebrauchen kann. Und deswegen ist alles super gelaufen, echt. Also ich hatte echt viel Glück. Ist auf jeden Fall ein saugeiles Motorrad. Habe jetzt noch die Brembo-Pumpe dran gemacht. Moment. So, hier habe ich noch einen Fernversteller, den ich dran bauen muss. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie man das Ding da genau machen muss. Also falls jemand weiß, wie man das hier aktiviert bzw. dran macht, kann mir das jemand sagen, aber ja, so bremst er auch. Aber na, muss mal gucken, wie das geht. Ja, was kommt noch? Also dann wird natürlich, weil ich kann leider kein Geld scheißen und Geld ist halt immer so ein bisschen das Problem bei dem Hobby, dass ich ja, meine geliebte R6 verkaufen muss. Die richte ich jetzt noch gerade her und sowas. Habe auch den Tankschaden, der hier war, etwas repariert. Da kommen jetzt noch so Carbonecken drüber, dass man es nicht mehr sieht und sowas. Das ist dann auch alles top wieder. Auf jeden Fall, die werde ich verkaufen. Machst du davon natürlich noch gut fertig. Putze alles und sowas. Also, falls jemand eine R6 sucht. Also, ich habe jetzt hier viel erzählt. Aber falls generell irgendwelche Fragen sind, mal irgendwie so FAQ-mäßig, dann hätte ich eigentlich mal Lust, sowas zu machen. Von wegen, ihr stellt mir ein paar Fragen. Und ja, ich beantworte die. Die Mucke, die jetzt hier im Hintergrund ist, die ist von meinem Kollegen Fabian Haupt. Da wollte ich halt einfach mal so ein bisschen Werbung für machen. Beziehungsweise, ich glaube, der hat nichts dagegen, dass ich das mal benutze. Ja, ist auf jeden Fall sehr entspannte Mucke. Ich werde mal was verlinken. Und ja, ihr könnt ja mal reinhören und ja, reinhauen auch, aber auch reinhören und ja, Grüße da lassen. So, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen schnell am Sprechen. Das liegt jetzt daran, dass ich eigentlich ein bisschen Zeitdruck habe und noch weg muss, aber ich wollte das unbedingt noch erzählt gehabt haben, bevor ich dann in ein paar Tagen in Matted bin, damit man weiß, was jetzt abgeht, wie das dazu zustande kam und so. Deswegen, das wollte ich jetzt noch alles erzählen. Ja, also kommt zum DLC, wenn ihr Bock habt. 1. Mai am Montag. Wäre sau cool. Ja. Und dann geht ja hoffentlich in ein paar Tagen schon das erste Onboard hoch. Also online. Mit der neuen Maschine. Mal gucken, ob ich damit überhaupt fahren kann. Ja. Und dann würde ich mal sagen, so, schwer so ein Fokus. Dann sehen wir uns. Ciao. Ach ja, was ich noch erzählt haben wollte, war, dass ich mich für 300 ZGH gemeldet habe. In Hengelo habe ich ja gesagt, dass ich dabei bin. Und ja, für Chimay will ich mich dann auch im Gaststart anmelden. Da kommt auf jeden Fall was und wenn 300 ZGH nicht ist, dann fahre ich da Zolder. Ja, und DAC, Schleizer Dreieck steht auch schon. Das heißt, da wird ein bisschen Road Racing dieses Jahr auf jeden Fall kommen. Ciao. So, ich bin's nochmal. Also eine Sache, die ich noch erklären wollte, ist, es kam ja im Vorstellungsvideo so rüber, dass es hundertprozentig sicher wäre, dass ich bei der IRC mitfahren kann. Bis dahin dachte ich auch, dass es so wäre, aber als ich das Video hochgeladen habe, in dem Zeitraum kam auch die Anmeldung raus und da habe ich dann entdeckt, dass man mindestens 2 Rennerfahrung haben muss, um bei der IRC zu starten und ich hatte halt bis dahin nur 1 vom RLC 6-Stunden-Rennen. Ja, das ist dann halt ein bisschen blöd gelaufen, weil ich dann damit halt nicht mehr die Anmeldebedingungen für die IRC erfüllt habe und deswegen ist es auch verständlich, warum ich nicht dabei bin. Diese Regelung kam halt erst dieses Jahr hinzu, deswegen konnte ich mich da nicht vorbereiten.
beziehungsweise wusste ich es nicht, aber der Veranstalter hat sie auch erst dieses Jahr hinzugefügt. Deswegen ist es halt einfach nur ein bisschen blöd gelaufen, aber wie gesagt, es werden trotzdem Road Racing Videos kommen, ich werde trotzdem fahren können und deswegen passt das alles. Also, ciao. In ein neues Leben. Ich fliege mit zum Horizont. Wer weiß, wo ich